Hallo meine Lieben, das ganze Thema Kartengestalten kam ja in den letzten Wochen so ein bisschen zu kurz auf meinem Kanal und deshalb kriegt ihr heute ein bisschen ein längeres Video, wo es um eine bestimmte Art von Cutting Dies geht und da zeige ich euch Karten, die ihr damit gestalten könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Wenn ihr Karten macht, dann gehört es für mich fast ein bisschen dazu, wenn ihr mit Stanz- und Prägemaschinen arbeitet, dass ihr so Basissets habt an Buchstaben und auch Ziffern. Weil das Thema ist, wenn ihr solche Sachen habt, dann könnt ihr die halt wunderbar verschieden einsetzen und ihr könnt die Wörter selber bilden, nicht so wie mit diesen Wörter-Dies, wo ihr das Wort schon vorgegeben habt. Hier könnt ihr wirklich die komplett frei gestalten. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ne, Frau B., aber du hast doch einen Plotter. Warum schneidest du das Ganze nicht einfach mit dem Plotter? Das hat einen anderen Effekt, weil beim Plotter, da haben wir eine Schneideklinge und da schneidet es euch die Ränder ganz einfach aus. Und naja, man sieht halt einfach, es ist eine Schneidekante. Wenn ihr das mit einem Cutting Die macht, dann habt ihr an den Kanten, weil das wird ja gepresst und so geschnitten, habt ihr diese schönen runden Kanten und auch die Stitchlines zum Beispiel hier bei diesem Cutting Die Set, da ist es so, das kriegt ihr mit einem Plotter gar nicht hin, weil der Plotter schneidet so fein, dass ihr diese gestrichelte Linie eigentlich praktisch nicht sehen würdet. Und deshalb deshalb verwende ich dafür Cutting Dies. Jetzt wollte ich euch heute ein paar Varianten zeigen mit solchen Cutting Dies, damit ihr zumindest mal eine kleine Auswahl seht an Karten, weil es gibt massiv mehr Möglichkeiten noch. Die erste, die ich habe, das ist diese. Da habe ich dieses Smile mit einem Cutting Die gemacht. Und die auch doppelt genommen. Das heißt, ich habe zwei aufeinander geklebt und so habt ihr diese schöne Erhöhung. Das ist eine. Dann habe ich mit den Ziffern, ich habe hier eine Mattung gemacht und dann habe ich hier drauf schwarze Ziffern auch doppelt geklebt und hier unten eine rosa Ziffer und so habt ihr dann ein wunderschönes Gesamtbild. Hier auch noch mit dem Happy Birthday. Das ist die zweite. Dann habe ich eine, wo ich Kreise ausgestanzt habe, eben mit diesen Stitchlines und dann Buchstaben aus diesen Kreisen ausgeschnitten habe, so dass ich quasi das Negativ habe und die dann ein bisschen erhöht angebracht und dann noch gestempelt und ein paar Punkte drauf gebracht. Das ist diese Karte. Und dann habe ich aus quasi einem Schritt zwei Karten gemacht und hier habe ich ganz einfach eine Karte geblendet und daraus 6 Buchstaben ausgestanzt und dann quasi hier das, was ich ausgestanzt habe, wieder mit weißen Buchstaben gefüllt. Das sind 2 aufeinander geklebt. Dann habt ihr hier so ein kleines bisschen Dimension. Und beim zweiten, da habe ich dann 3 ausgeschnittene Buchstaben plus dann das, was ich hier ausgestanzt habe, obendrauf geklebt. Und da habt ihr schon eine schöne Dimension drauf und könnt so gleich 2 Karten machen. Ich werde euch bei den einzelnen Schritten zeigen, was ich jeweils verwende, um die Karte zu machen. Und gerade bei solchen kleinen Sachen, ne, wenn ihr nur einzelne Buchstaben ausstanzt, ihr könnt die Big Shot nehmen natürlich oder wenn ihr sowas nicht habt oder zusätzlich so eine kleine habt, die eignet sich wunderbar auch für eben solche kleine
Cutting Dies, dann müsst ihr auch nicht immer die komplette Platte von der großen durchkurbeln, sondern hier habt ihr dann einfach die kleinen Platten, die ihr ganz einfach durchkurbeln könnt und seid so eigentlich schneller, als wenn ihr eine komplette Platte von der großen durchkurbeln müsst, und die nimmt halt auf dem Tisch auch nicht viel Platz weg. Die Dinge, die ich jeweils bei den Karten zusätzlich verwende, die werde ich euch dann kurz sagen. Grundsätzlich aber vom Basteln her habe ich hier für alle Karten meine Basiskarte für die Slimline-Karte verwendet. Die ist 21 cm in der Höhe und 9 cm in der Breite. Das heißt, ich habe die auf 18 cm geschnitten und bei 9 cm gefalzt. Und zudem habe ich in derselben Größe noch eine Auflagekarte. Die ist eben auch 21 cm mal 9 cm. Ich habe immer die weiße genommen bis auf hier. Da habe ich eine schwarze verwendet, und zwar zwei. Das heißt einmal in der Kartengröße und dann einmal mit 0,5 cm kleiner ringsum, damit ich hier eine schöne Mattung habe. Und auch bei diesen beiden Karten habe ich dann die Mattung auch mit diesen 0,5 cm ringsum kleiner gemacht. Das ist die Kartenbasis, die ich in der Regel verwende, und dann zusätzlich auf dem Tisch habe ich immer Flüssigkleber, das ist Zementitflüssigkleber, dann eine Ahle, weil teilweise ist es ein bisschen schwierig, die Sachen aus den Cutting Dies rauszubekommen, da hat das extra keine Löcher drin, wo ich dann mit einer Ahle das rauspulen kann. Das Falzbein habe ich auf dem Tisch, eine Pinzette, eine Schere, und dann habe ich das Pick-up-Tool oder Pick-me-up-Tool, weil für kleine Sachen ist es super, weil ich kann die damit einfach anheben und irgendwo platzieren, wo ich das will. Jetzt hier bei Buchstaben oder gerade oder so bei diesen Kreisen, ne, hilft es schon, wenn ihr sowas habt, um das Ganze kurz anzuheben, Kleber drauf zu machen und dann wieder drauf zu kleben. Und eben natürlich eben die Big Shot, habe ich die Classic und auch die kleine. Das war es an Basismaterialien, an den Karten, die wir machen werden. Und ich würde sagen, wir steigen gleich ein und machen diese Karte hier. Für diese Karte habe ich die Auflagekarte in weiß gehalten, aber da mit einer Schablone, die ich selber mit dem Plotter geschnitten habe. Der Distress Oxide Ink, die Tumbled Glass ist das, und einem Blending Tool Punkte drauf gemacht. Dann habe ich die Buchstaben ausgeschnitten, und zwar zweimal, und die aufeinander gelegt. Hier habe ich einen Spruch drauf gestempelt, das ist aus diesem Set, It's Time to Monkey Around, und habe das mit der Embossing Ink gestempelt und dann mit weißem Embossing Pulver das draufgebracht und mit der Heatgun aufgeheizt oder geschmelzt und dann ein Fähnchen draus gemacht und hier dann eben dieses Bild noch gestempelt und ein kleines bisschen Farbe mit den Copic-Markern drauf gegeben, aber wirklich nicht viel. Und dann habe ich hier mit diesen Dots auf der einen Seite das Schwarz quasi wieder gespiegelt und auf der anderen Seite dieses, was am ähnlichsten in dieses Tumbled Glass reingeht. Die habe ich noch aufgebracht. Und das war eigentlich auch alles für die Karte. Von den Dimensionen her habe ich mit hier für den Spruch habe ich die etwas höheren Dimensionals verwendet und unter diesem Bild sind einfach solche Punkte. Das ist das, was ich mit dieser Karte machen werde. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling
just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, 'cause you know me, yeah, you know me like nobody else. I wanted to escape for a while. I called a couple of friends and we went out, but I never thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just too late. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. On my Für diese Karte verwende ich die Basiskarte. Dann habe ich eine schwarze Auflagekarte, die gleich groß ist wie die Basiskarte, und dann eine Auflagekarte, eine zweite, die 0,5 cm
kleiner ist ringsherum. Ich finde, das gibt halt einfach einen schönen Effekt nochmal. Und darunter habe ich 2 weiße 200 Gramm Papiere geklebt, um da ein kleines bisschen Dimension zu schaffen. Ansonsten hier mit den Nummern oder Ziffern, Cutting Dies, habe ich hier oben 2 Lagen schwarzen Cardstock draufgebracht und hier unten nur eine Lage mit dem Rosa. Dann habe ich Happy Birthday aufgestempelt mit der Embossing Ink und dann mit weißem Embossing Pulver das embossed und dann noch ein bisschen Bling Bling Steine draufgebracht. Und das ist auch schon die Karte, sehr schlicht gehalten, aber sie gibt halt einfach sehr viel her. Und gerade so mit diesem Effekt hier, den finde ich schon sehr cool. Since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. 'Cause you know me, yeah, you know me like nobody else. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk. It's been a while now. Skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Oh my, it's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same, and we skip the small talk. 'Cause you know me, yeah, you know me like nobody else. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. Before sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard time, you and I can weather any storm. You and I, we got it. We don't need no more. Für diese Karte habe ich mal das Negativ genommen, das heißt, ich habe Kreise ausgestanzt aus 4 Farben
und zwar jeweils zweimal, die dann übereinander geklebt und dann die entsprechenden Buchstaben ausgestanzt aus diesem Kreis. Ich habe die auch noch in weiß ausgestanzt und hinten dran gemacht, weil die kleinen Erhöhungen hier, die kommen dann auch besser zur Geltung, wenn die eine Stufe höher sind. Von dem her, ich habe beim Weißen diesen Innenteil auch reingeklebt und dann das Blaue obendrauf, hier das Violette und hier das Lila, so dass das hier genügend Dimension hat. Ich habe das Ganze mit Dimensionals aufgeklebt, dann hier unten gestempelt mit Archival Ink und dann habe ich selber Konfetti gemacht, weil es ist ja mal schön bei so Karten ein bisschen Embellishment drauf zu geben, aber ich hatte ganz einfach keine zum Beispiel Punkte oder sowas, was in der richtigen Farbe war. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich das halt einfach selber. Und zwar habe ich hier einfach 2 Lochstanzen genommen in unterschiedlichen Größen und habe dann ein paar davon ausgestanzt und dann die hier aufgeklebt. Hier hilft es immer, wenn ihr so ein Pick-me-up-Tool habt, weil wenn ich solche Kreise habe, wenn die auf dem Tisch liegen, dann kann ich die wunderbar mit dem aufnehmen, Kleber drauf machen, ein bisschen hin und her schieben, draufbleiben und dann klebt es wunderbar. So kommt hier massiv schneller vorwärts. Aber das ist das, was wir mit der Karte machen. Fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free, without a care in the world. I was one rich little girl, daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. No mistake ever kept me late. We spent summers catching fireflies and winters on our skates. One big smile across my face. We used to dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kidnap me, take me back, all the way back to them days, running around in a gown and a crown, barefoot. Dressed in a gown, barefoot.
Bei dieser Karte könnt ihr jeweils gleich 2 machen. Und zwar habe ich es so gemacht, dass ich die Basiskarte habe plus die weiße Auflagekarte. Und hier war die auch weiß und die habe ich dann geblendet mit der Distress Oxide Ink. Und zwar ist es die Wilted Violet, die One Lipstick und die Hickory Smoke. Das sind die 3 Farben, die ich einander geblendet habe. Und damit ihr solche quasi Fehlstellen hinbekommt, was ein sehr schöner Effekt ist, gerade wenn man solche großen Flächen blendet. Das habe ich ganz einfach mit einem Wasserspray gemacht. Also ich habe so eine kleine Spraydose mit Wasser gefüllt, bin da ein bisschen drauf und habe das dann mit dem Küchentuch wieder abgetupft, so dass ich da dann quasi diese Fehlstellen habe. Und dann habe ich viele weiße Buchstaben ausgeschnitten, und zwar sind es 5 an der Zahl und hier sind 3 dahinter und hier sind jeweils noch 2 dahinter. Das habe ich alles zusammengeklebt. Und zum Ausstanzen, was ihr da einfach beachten müsst so ein bisschen, ist, dass ihr zuerst die Stanzen zusammenklebt, damit ihr das Bild habt, was ihr haben wollt, und die dann auch so lasst und dann einfach die zweite Karte dann damit auch noch ausstanzt. Und dann sind da noch ein paar Punkte und Bling Bling drauf. Aber ansonsten ist die relativ schlicht gehalten. Und hier einfach auch, ihr seht jetzt auch auf den Buchstaben drauf diese Fehlstellen, weil das ja die Ausschnitte sind von dieser Auflagekarte. Und die machen wir jetzt. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. Acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. I see it in your eyes.
Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I. A bottle of wine will get me every time. One phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to justify, but baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this ugly life. Right here, all that matters is you and I. So hold on and let's save this night. Lovers to fight for the joy of making up. We both escape
Das waren jetzt auch schon alle Karten, die ich euch heute zeigen wollte, eben als Beispiel, wie ihr diese Cutting Dies verwenden könnt. Das war die erste, die zweite, die dritte und vierte und fünfte, die wir in einem Schritt gemacht haben. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die eine oder andere Kartenidee davon gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept